Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right? I did my best, sir. We all did. Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir machen jetzt anscheinend so eine Lucky Luke Nummer hier draus. Hier Dalton-Brüder oder was? Verstehe ich nicht. Weiß ich gar nicht. Wurden die für Lucky Luke irgendwie auch aus irgendwelchen Cowboy-Erzählungen, die schon vorher da waren, rausgenommen? Oder ich dachte, die wären dafür erfunden geworden gewesen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja vieles nicht. Deswegen kommt das jetzt auch nicht so besonders überraschend. Ziehen wir uns das doch einfach mal rein. Mal gucken. Ich bin gespannt. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. Geil. Story was Bob Dalton's girl was always riding him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeeville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Hey, you got us a hero. Put some holes in him. Bam, bam, bam. Delicious. So, jetzt verstehe ich noch nicht. Geh in die Bank und ergreife die Daltons. Okay. Was war da? Munition? Der ist an der Tür. Hä? Sterben nicht. The brothers paid dearly for their stupidity. But everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. Haben wir jetzt eigentlich aus Sicht von Ben gespielt? It was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Und was mache ich? They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months, and now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. Wer denn? This man had no intention of letting the Daltons slip away. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait till something bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. Okay. Bin ich jetzt einer von den He went Marshals, in there oder? alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Oh yeah, ich komme von hinten. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Wo denn? Wo muss ich hin? From above. Fortunately, a water tower was right there. Ja, aber wo Ach, hier. Okay. Waren wir hier nicht irgendwie am Anfang des Spiels schon mal? Kann das sein? I don't know. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Oh yeah. Ich komme.
Zwar von oben und nicht von hinten, was ich lieber getan hätte, aber pff, was soll ich tun? Und nun? Das sind ja meine Freunde. Und wie komme ich jetzt, wo soll ich jetzt, wie kann ich jetzt, was soll ich denn jetzt? Ach, da geht's rein. Damn. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett, who died defending the Alamo. Ich dachte, ich hab sie jetzt schon. Kopfschuss. Die können ja gar nichts hier alle. Ich würde aber gerne zu meinem Schießworkshop kommen. Nächstes Wochenende. Da drin waren die, ne? Lassen wir mal hier nochmal gucken. Na, was Cooles. Guck mal da. Ein Geheimnis. Und öffnen. Ach shit, schon wieder so eine Scheiße mit der Pisse und ich hab's wieder verkackt. Stirb, du Arsch! Nur deinetwegen schon wieder. Hä? Komme ich hier nicht her? Komme ich hierher? That's Silas Greaves. What the hell? Blam! Komm her! He came away victorious, Peng, taking peng. down those thieving Daltons. His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Ah ja. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. Nochmal? It was early evening, not high noon. Okay. Es war abends. The Lohnt Daltons sich. blew up a safe, and we're all set to hightail it out of there. I was late to the party, and Coffeyville was already up in arms. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Anführer, Liebhaber, Verlierer, die Dalton-Brüder. I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. Finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeyville. Diese Schildtypen sind richtig geil. Und ich finde es auch richtig cool, dass da noch so ein Loch drin ist. Das war schön, da war so ein bisschen... Oh. Sich daran erfreuen kann, wenn man dann noch einen Kopfschuss hinkriegt. Ah! Falscher Knopf. And those friends came after me like a pack of wild dogs. Tooth and nail. They were coming at me from all directions. Wo ist der? Schon wieder von allen Seiten, ne? Wie immer. So mag ich es am liebsten. Habe ich jetzt keine Muni mehr? Doch. Ich habe einfach nur unglaublich schnell nachgeladen. Nein! Boah! Manchmal trifft er nicht auf Entfernung, ne? Was ist da los? Was ist da los? I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. What? They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those 2 families have been feuding forever. What? And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Wieso bin ich jetzt hier nochmal hochgegangen? Einfach nur, weil ich es kann, ne? Ich finde die Geschichte lustig. Und dann haben die Müllers gegen die Schmitz und dann haben die nochmal da reingetreten und die haben auf die geschossen, weil die ja mit denen irgendwie was zu tun hatten. Lustiges Spiel. Sehr, sehr angenehmes, lustiges Spiel. Wo muss ich hin?
Sternchen. Hä? Komm ich hier rüber? Natürlich nicht. Ich muss da rumlaufen. Einmal muss... Ach so, ich muss hier einfach wieder raus. Okay. So, The Dalton, Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Wo geht's weiter? Kann mir da jemand einen Tipp geben? Ah ja. Boah, schon ganz richtig, ne? It was Emmett, the youngest. And he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Reeves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. And I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Shit. Der hält schon wieder so viel aus, dieser dumme Boss-Quatsch schon wieder. Und warum kann ich nicht... Warum? Hallo? Ich konnte nichts machen. Ich konnte einfach nichts machen. Ich bin einfach sofort gestorben. Ich muss mich irgendwo verstecken. Aber wie und wo und warum überhaupt? Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Oh Mann, ey. Dieser unfaire Scheiß mit dem vielen Leben, was er da hat. Oh. Lauf, lauf, kleiner Cowboy, lauf. Stirb, explodiert, bringt gar nichts. Was soll denn der Scheiß? Das ist doch nicht wahr. Muss ich hier mal rumlaufen und abhauen und im Kreis und alles? Und der verliert kaum Leben, der Penner. Ich kann ja nachladen, während ich laufe. Das ist ganz praktisch gerade. Boah, wie viel der aushält. Komm schon. Bringen Kopfschüsse eigentlich mehr? Wie das hier auch zufällig so im Kreis angeordnet ist, ne? Oh. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, hat das Dynamit jetzt doch noch irgendwas gebracht oder nicht so gerne? Oh shit. Okay, es hat was gebracht. Aber ich bin auch fast tot. Oh. Habe ich noch Muni? Schon noch ein bisschen. Oh, 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 oh. Bam. Guck mal, das macht natürlich total Sinn, weil er dann auch noch nachlädt schneller, quasi. Oh oh. Oh oh. Geil. Er ist fast tot, er ist fast tot. Jetzt lad doch nach. Keine Muni. Oh. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeeville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? 23? But I have to admit, that boy had grit. Das waren ungefähr 234.000 Kugeln, die er von mir gekriegt hat. Aber so ist das Leben manchmal. Leute, ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Fischkopf. Bis dann. Tschüss.